Ach ja, und guck mal, Mobihaus Deutschland ist ja fast wie nach Hause kommen, ne? Und wer begrüßt denn da? Die Nadine steht schon am Eingang. Hi, aber klar. Na? Schön, dass du uns wieder besuchen kommst. Ja, es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig. Du hast dir hoffentlich einen schönen Überblick verschafft? Habe ich. Sehr gut. Und? Welches ist das Beste? Oh, was soll ich sagen? Also ich habe ganz klare Favoriten. Es Na ist dann, halt einfach zeig's mal allen. mit Abstand. Und ich muss ja sagen, leider habt ihr jetzt ja auch das hier noch mal ein Stück schicker gemacht und vor allem jetzt eingerichtet. Ja. Sieht es einfach so aus, als wenn du mich hier nicht mehr aus dem Tiny House rauskriegst. Ne? Jetzt ist es wohnlich, jetzt hat es Atmosphäre. Seht ihr? Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe auch schon überlegt, ob ich heute hier übernachte. Ja, absolut. Mega. Absolut. Du hast ja die Alternative gesehen, wo ich aktuell schlafe. Ja. Schwenk mal rüber, wir zeigen mal allen anderen sonst auch noch die Küche. Guckt mal. Genau, und alle, die das Video mit Nadine und Mobihaus Deutschland nicht gesehen haben, ich verlinke das sonst oben in der Ecke nochmal, das könnt ihr euch angucken. Wobei, also eigentlich, wenn ihr das hier jetzt seht, ne, ihr könnt es euch trotzdem angucken, aber hier. Das ist hier jetzt mit Licht, mit allem drum und dran, hier mit Pflänzchen. Guckt euch das an, das ist eine Atmosphäre hier. Und guck mal, auch der Fernseher läuft. Ne? Und wir wissen ja auch, der kann hier auch ganz runterfahren. Der kann ganz runterfahren, genau. Und ich setze mich mal kurz, ich teste das mal, ne? Ich fahre euch den mal runter, wartet. Die Fernbedienung ist leider kaputt, nicht, dass ihr denkt, falscher Schalter. Nicht, dass ihr denkt, das funktioniert nur so. Nein, es gibt eigentlich auch eine schicke Fernbedienung, aber die Batterie ist, glaube ich, tatsächlich alle. Ja. So ist das manchmal, ne? Shit happens. Und du bist natürlich auch ein bisschen hinterlistig, muss man sagen. Wieso? Weil man sich hier gleich richtig wohlfühlt. Ja. Dann draußen sind gefühlte 28 Grad und hier drin läuft die Klimaanlage. Aber trotzdem 24 Grad, aber es ist angenehm, ne? Voll angenehm. Es ist super. Es ist, ich sag ja, wie nach Hause kommen hier. Es fehlt nur noch der Drink. Warte, die Flaschen Wein stehen eigentlich auch noch da oben irgendwie. Und so, in der Tat, wir hatten es ja letztes Mal nicht sehen können, aber mit Licht ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Tennis. Macht es schon was her, ne? Das ist echt top. Es ist wirklich... Jetzt seht ihr auch überall, wo das LED so ein bisschen versteckt ist. Ja. Hier im Handlauf haben wir schönes LED. Hinter dir ist einmal die Fensterumrahmung, ist auch ein Stimmt, das hattest du letztes Mal so angeteasert und wir konnten es ja leider nicht so sehen. Aber kann man es sehen? Ja, kann man sehen, trotz dass es so hell ist. Ja. Also finde ich total schön, wenn man im Herbst hier sitzt, es ist draußen dunkel und ich habe hier so ein bisschen schönes LED-Licht. Aber natürlich eigentlich viel mehr ist das Ding ja ein Highlight, ne? Also das Licht bevorzuge ich ja tausendmal mehr als jedes LED-Licht. Und vor allen Dingen, wenn dann oben meine Kaffeekanne steht. Absolut. Und vor allen Dingen, ich finde das ja, dieses Detailverliebte hier mit dem Holz noch, hätte man ja nicht machen müssen, ne? Doch, hätte man, wenn man es richtig gut machen will. Hätte man, also man macht es ja optisch, ne? Man hätte ja nicht, es hätte ja auch so ein olles Blech bleiben können, aber das macht natürlich halt nochmal richtig Atmosphäre. Das macht mehr her, richtig. Absolut. So, jetzt fahren wir dich mal wieder hoch, warte mal. Ja, gesehen haben wir es. Ist echt cool. Also kann man sich sehr gut vorstellen hier. Tada. So, und jetzt werden wir mal eine Angabe machen, weil ich hatte beim letzten Mal, haben wir nicht wirklich über Preise gesprochen. Und ich glaube, es interessiert wohl jeden, was dieses Haus kostet. Und darüber können wir auch ganz sprechen, ganz offen. Du machst mir jetzt ein Angebot? Roundabout 83.000 brutto kostet das Haus, so wie ihr das seht. Mit allem Schnickschnack, Fernseher, Spülmaschine, Waschmaschine, ist alles schon mit dabei, der Herd auch. Der Ofen ist da mit drin. Also ich werde das immer wieder gefragt, als wenn ich hier noch was aus dem Haus rausnehme. Also bis auf meine Blümchen, meine Kissen und die Deko, die ihr hier so seht, das nehmen wir raus. Aber alles andere ist natürlich für den Preis mit drin, ne? Ja, wir haben es ja in der Tat letztes Mal bei den Videos nicht gesagt. Aber unter dem Aspekt, wenn man auch noch sich diesen Preis anguckt, dann ist das natürlich unfassbar. Also es ist, was man dafür kriegt, ist wirklich... Und ich kann ja noch mal einen Schwenk machen, Leute, das da drüben, das kostet über 100.000 Euro. Ne? Nur damit ihr das nochmal vor Augen habt. Also das ist ja hier ein ganz anderes Tennis. Definitiv. Und ich habe ja deine Truppe jetzt auch kennengelernt. Es sind ja auch echt super nette Leute, mit denen ihr das macht. Ne? Also coole wollen ja Truppe, Spaß bei der Arbeit haben. Gefällt mir richtig gut. Also das kann man sich wirklich, wirklich gut vorstellen hier. Oder beziehungsweise um und bei Rostock zu kommen, sich mit dir zusammenzusetzen auf einen Kaffee und dann zu sagen, so, was machen wir? Das Haus könnt ihr euch übrigens anschauen können in Rostock. Und zwar, wenn die Messe vorbei ist und es keiner vorher gekauft hat, werden wir das natürlich nach Rostock bringen. Und das steht dann ab Montag, ich glaube 8 Uhr wird es angeliefert von der Spedition, steht es tatsächlich wieder bei uns in Rostock. Könnt ihr euch so anschauen kommen, wie es hier steht.
Und vielleicht sagst du noch mal was. Ihr habt ja auch noch mal, wir haben das letzte Mal auch kurz angeteasert, ihr habt ja gerade noch eine Baustelle, ne? Oh ja, stimmt. Wir haben eine große Baustelle neben unserem eigentlichen Grundstück und wir sind gerade dabei, unseren Ausstellungscampus zu eröffnen, wo nachher alle Häuser schön in Reihe und Glied stehen können. Im Moment ist es tatsächlich noch eine Baustelle, aber auf jeden Fall bekomme ich bald Besuch. Das weiß ich schon, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann gibt es ein schönes Video, wie denn dann auch alle Tinys nachher schön in Reihe und Glied stehen. 1-2 Monate wird es noch dauern und dann geht's los. Dann ja, und vor allen Dingen das Verrückte bei dir ist ja auch, wenn man dann zu dir kommt, dann wird da wahrscheinlich ja schon wieder ein neuer Grundriss stehen, könnte ich mir vorstellen. Definitiv. Also auch da ist ja, also diese Sprünge, die wir da irgendwie gesehen haben von den unterschiedlichen Tiny House Typen und diese Entwicklungsphasen, das ist ja schon, ja schon spannend. Und die letzten, ne, also sowohl das hier als auch das andere, wer das Video noch nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an. Das ist auch definitiv spektakulär, gerade wenn man halt zu dritt oder zu viert ist mit den einzelnen Räumen, mit den Möglichkeiten, der Rückzugmöglichkeiten, auch ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen, da freue ich mich auch schon drauf, das nochmal mit Beleuchtung zu sehen und halt irgendwie so ein bisschen, wir wissen ja, du hast da auf jeden Fall ein richtiges Händchen, ne? Und ein Faible für das halt auch ein bisschen schön zu machen, ne? So wie es hier ist. Genau. Ist so schön hier alles, oder? Es ist richtig schön. Es ist so schön, du. Man soll sich wohlfühlen. Ja, ne? Deswegen haben wir ein paar Pflänzchen mitgebracht. Ich fühle mich hier auch richtig wohl. Das sieht richtig schön aus. Vielleicht magst du noch mal nach oben gehen und mal ein bisschen einen Schwenk ins Schlafzimmer machen. Wie weil nach Hause selbst kommen. das haben wir so schön gestaltet, dass du eigentlich das Bedürfnis hast, dich gleich reinschmeißen zu wollen. Oh ja, und da sind wir wieder natürlich bei der Geschichte, du weißt, wo ich heute Nacht geschlafen habe. Oh ja, so schön wird es heute Nacht dann nicht. In der Tat, nee, also es ist super kuschelig. Also wirklich, wirklich toll. Ne? Das ist, macht halt auch noch mal was aus, wenn man das Licht dann sieht. Ne? Die Stimmung und so, das ist halt, es ist wirklich hier super gelungen. Also ich finde, die ganzen Details, ne, mit diesen beleuchteten kleinen LED-Leisten hier unterm Handlauf. Ne? Wir waren jetzt bei Tiny Seaside und allein, wenn man da mal nachts pinkeln muss und du dann gleich die Festtagsbeleuchtung anmachen musst, das ist halt nicht schön, ne? Und hier hast du gleich Funktionslicht, du findest den Weg. Es ist zwar trotzdem von da oben ein weiter Weg, weil, lass mich nochmal hier ganz hinten gucken. Du musst schon deine 8,40 Meter laufen. Riesig, oder? Ja, es ist auch. Es ist halt echt ein Geschoss. Also ganz viele, die hier reinkommen, sagen, hey, so eine große Küche habe ich zu Hause nicht und hey, so eine große Dusche habe ich zu Hause nicht. Weil in der Dusche können tatsächlich 2 duschen, wenn man das denn möchte. Das würde auf mich auch zutreffen, weil so eine große Küche haben wir auch nicht. Siehst du? Also die Größe schon, aber nicht die Fläche an Arbeitsfläche, ne? da. Die Funktionalität, die hier ja, da filme ich jetzt auch nochmal, weil jeder, der das andere Video noch nicht gesehen hat, der will ja auch nochmal wissen, was meint er denn jetzt eigentlich hier mit Arbeitsfläche. Aber guckt euch das mal an. Also, und vor allen Dingen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich finde die Materialauswahl auch so toll. Es wirkt alles so edel. Guck mal. Genau so soll es sein. Also, ne, hier so mit dem Echtholz und so und vor allen Dingen mit den Applikationen hier einfach nochmal, hätte ja nicht sein müssen, ne? Hätte man sparen können. Aber hier nochmal schön einfach das Material aufgreifen. Wir wollen uns ja wohlfühlen, halt auch kuschelig. Ne? Ja, es macht es kuschelig. Das ist ganz wichtig. Wohlfühlen ist wichtig. Super, ich fühle mich hier so wohl, ich würde hier bleiben. Ja. Aber ich lasse das Video nicht so lange laufen und deswegen drehe ich jetzt die Kamera und wir beide sagen jetzt vielen, vielen Dank fürs Angucken. Es war mir auf jeden Fall eine Freude. Ich weiß nicht, ob es dir auch eine Freude war. Definitiv. Aber das war es auf jeden Fall mit dem Video vom Festival hier. Genau. Es war auf jeden Fall hier wieder am schönsten. Ich kann es euch nur empfehlen, fahrt mal nach, nicht ganz Rostock, sondern... Naja, fast Rostock. Rostock ist auch eine Reise wert, aber ja, definitiv. Das kann man verbinden. In diesem Sinne, kommt macht uns es gut. besuchen. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank. Tschö.